Hallo Leute! Zeit mal wieder für einen Wäschetalk. Der letzte ist jetzt schon wirklich lange her. Ich weiß. Ich hätte schon lange mal wieder ein Video machen sollen. Aber irgendwie hatte ich viel anderes zu tun. Aber das Skript für meinen Stillwäschetalk liegt schon da, also muss ich nur noch machen. Und ich dachte aber, dass ich vorher mal so erzähle, was wir so gemacht haben die letzten Monate und so meine Gedanken zur aktuellen Weltsituation. Weil, naja, also was ich so mache, außer wenn ich Videos mache, ne, ist ja auch ein bisschen was. Wir haben im Januar GAPS-Diät gemacht. GAPS-Diät ist kurz gesagt eine Diät, die darauf abzielt, die Darmflora zu verbessern und zu heilen im besten Fall. Und das bedeutet, man verzichtet auf Zucker, auf Getreide, auf Milch, außer natürlich gesäuerte Milchprodukte, die länger als 24 Stunden gesäuert sind. Und man macht so kohlenhydratarm wie möglich, also keine Kartoffeln und verschiedenes anderes nicht. Also es gibt eine ganze Liste von, was man darf und was man nicht darf. Und dann gibt es einmal eine Intro-Diät und dann gibt es die Volldiät. Die Intro-Diät ist quasi eine Art Suppenfasten. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Das war mir zu. Also ich habe schon jahrelang damit geliebäugelt, weil unsere großen beiden ja so auf dem Autismus-Spektrum ADHS-mäßig sind und das hängt mit der Darmflora zusammen. Da gibt es auch ein Buch drüber, GAPS, wie Darm und Psyche sich beeinflussen, von Natascha Kampel, wen das interessiert. Jedenfalls hatte ich das schon länger angepeilt, dass ich das mal machen müsste, aber es erschien mir eine zu große Aufgabe, das mit meiner Familie hinzukriegen. Und dann hat mein Mann das auch nicht, das war dem, fand er doof. Aber jetzt haben wir es doch gemacht. Da hatte ich jetzt auch meinen Mann im Rücken. Da gab es gewisse Sachen, die gesundheitlich, die Zähne von unserem Zweiten, die sind nicht so toll. Und weniger toll, als ich gehofft hatte. Und das war jetzt der Anlass, das mal anzupacken, weil offensichtlich trotz unserer traditionellen Ernährung und was ich alles so mache, kommen ja die Nährstoffe bei ihm nicht an. Und deswegen dachte ich, er wird sicherlich davon profitieren und dann war mein Mann auch überzeugt, dass wir das mal machen. Ja, das Schwierigste war eigentlich, das Abendbrot abzuschaffen oder das Brot wegzulassen. Also Frühstück und Mittagessen hatte ich schon hingekriegt, GAPS-konform zu machen. Aber das Abendessen war immer so, ich dachte mir, da muss ich ja nochmal warm kochen und Hilfe, was koche ich da überhaupt? Zweimal am Tag warm kochen, oh Mann. Naja, aber ich habe es dann doch auf die Reihe gekriegt. Und der Effekt war mehr, als ich erwartet hatte. Also solange unser großer milchfrei ist, also ich habe gemerkt, die Milch ist er ziemlich normal. Einmal Milch und der dreht völlig frei. Und wir haben ja ziemlich viel Milch konsumiert, ne? Also machen wir immer noch, jetzt wieder. Also wir haben wieder so ein bisschen einen normaleren Rhythmus angenommen, aber was ich beibehalten habe nach den 3 Wochen Full GAPS, ist, dass wir Brot nur so einmal die Woche und der Große kriegt halt keine Milch, keine Milchprodukte. Und das ist eigentlich so das, was wir beibehalten haben. Bei ihm gucke ich halt besonders drauf. Also wir hatten vorgestern Lasagne, da war Bechamelsoße drin und die ist mit Milch. Und da habe ich ihm das essen lassen und das habe ich sofort bereut. Ein Tag lang war der so wie früher. Ja, aber ich bin sehr froh, dass es funktioniert, weil die ganze Atmosphäre im Haus hat sich verändert dadurch. Also er war halt immer so gestänkert und gemacht und getan und gemacht und getan. Und das war so eine negative Energie. Und sobald milchfrei ist der ganz friedlich. Also da ist diese negative Dauer, ich muss jetzt Leute ärgern und böse sein und so, ist dann einfach nicht da. Also das war eine gute Sache, dass ich das angepackt habe. Ich habe mich lange drum gedrückt, weil mir das als Riesending erschien, das umzusetzen. Ich habe mich dann so langsam rangetastet. Frühstück GAPS-konform gemacht, Mittagessen GAPS-konform gemacht und dann fehlt halt noch das Abendessen und dann habe ich halt den Schritt gemacht und dann das Abendessen auch noch. Ja, das war so meine Mehrarbeit, die ich jetzt im Januar hatte und dann darüber hinaus natürlich auch, weil
weil ich mich rantasten musste, was geht nicht. Also nach den 3 Wochen GAPS habe ich dann geguckt, was geht, ohne dass er am Rad dreht. Ja, und da bin ich sehr froh, dass wir das angepackt haben. Also ich habe auch das Gefühl, dass er klarer ist, auch am Tisch sich so an Gesprächen beteiligt und nicht einfach nur mal stichelt und so. Ja, also da bin ich echt froh, dass das so gut funktioniert hat. Ja, die Zwillinge sind auch größer geworden. Die sind jetzt 2 Jahre geworden am 7. April. Und im März, also sobald es ein bisschen wärmer wurde, habe ich sie unten ohne gelassen. Also die sind jetzt windelfrei, richtig, und gehen auf den Top. Und damit die das auch so machen, habe ich halt meine einfachste, unkomplizierteste Methode, dass ich den einfach Schlitzhosen anziehe. Also ganz normale Hosen mit Schlitz in der Mitte. Ich nehme einfach normale Hosen, mache da einen Schlitz rein, trenne die Naht auf oder schneide einen Schlitz rein. Und dann können die selber auf den Top gehen. Das hat so 2, 3 Wochen gedauert, wo es ziemlich viele Unfälle gab. Aber inzwischen, ja, ist es okay. Also dieses Experimentier-Pipi kommt dann halt, ne? Dass die aus mit Absicht und weil es Spaß macht und weil es spannend ist, irgendwo hinpinkeln, wo es eben toll ist, von oben runter oder so. Ja, die Phase, die hat man aber bei allen und naja, das geht auch vorbei. Ja, dann habe ich eigentlich vor, im Garten ein bisschen was zu machen und ich habe auch schon angefangen, aber irgendwie komme ich komme irgendwie nicht dazu so richtig. Also es dauert eine Weile. Ich habe einen Kartoffelacker angefangen, einen kleinen, also wir haben ja nicht viel Platz bei uns hier im Garten. Aber einen kleinen Kartoffelacker habe ich angefangen und ein paar Hochbeete. Ja, da habe ich so ein paar Pläne. Naja, mal gucken, wie weit ich komme. Dann war mein Handy kaputt. Ist mir runtergefallen und dann hat es immer nur noch geladen. Und das hat dann einen Monat gedauert, ehe mein Mann das repariert hatte, weil dann musste er noch ein zweites Handy bestellen und da Ersatzteile ausbauen und einbauen. Und naja, ja, ist auch erledigt. Mein Handy funktioniert wieder. Ja, und dann hat mein Mann mehr Arbeit bekommen. Also er arbeitet jetzt nicht mehr über Telemedizin in Schweden, sondern arbeitet jetzt angestellt, Teilzeit in 2 Praxen. Also 50% in der einen Praxis und 50% in der anderen. Und das war natürlich auch eine ganze Menge Umstellung für ihn und neu einarbeiten. Und ja, man sieht ihn wenig jetzt momentan. Und dann haben die auch das Impfen angefangen. Und da muss er auch mitmachen. Und das ist natürlich auch eine ganze Menge Einarbeitung. Und plötzlich kommen ein Haufen gesunde Leute in der Praxis, die halt geimpft werden wollen und noch zusätzlich Zeit nehmen zu denen, die eigentlich tatsächlich krank sind. Also, hatten wir viel zu tun jetzt die ganzen letzten Wochen. Ja, für mich hat sich nicht so viel verändert eigentlich. Unser Homeschooling ist ja etabliert, ne? Für viele ist das so was Neues und ganz schlimm und so, Riesenberge Arbeit. Aber da wir uns das selber strukturieren und gewöhnt sind, es hat sich für die Kinder zum Glück eigentlich nichts geändert mit dieser ganzen aktuellen Situation. Das Einzige, was halt ist, dass wenn ich einkaufen gehe, meistens der Bioladen, dass ich dann halt mit Maulkorb da rein muss und ich halt keine Luft kriege mit meiner Nase. Und da gibt es so eine spezielle Frau, die manchmal da einkauft. Nennt sich Ärztin. Keine Ahnung, wo die studiert hat oder ob sie ihre Studien wieder vergessen hat. Jedenfalls, die tickt immer völlig aus, wenn sie mich sieht, weil ich meine Nase aus der Maske hänge. Also, Masken schützen ja nicht vor irgendwelchen Viren oder so. Das haben wir schon im Studium gelernt. Also das ist eigentlich, dachte ich, basic. Ne? Und das ändert sich ja auch nicht nur, weil jemand eine Pandemie erfindet. Aber ja, die zerrät dann völlig frei und labert alle zu, wie schlimm sie das findet und oh, was ich für ein böser Mensch bin und die Deutschen, weil ich bin ja Deutsche, das ist natürlich dann auch gleich mein Mitverbrechen, was ich dann begehe. Dabei ist meine Maske französisch beschriftet. Da steht drauf, 0% Schutz, 100% Tyrannei auf Französisch. Naja, jedenfalls ab und zu ist diese Frau dann im Laden, wenn ich auch im Laden bin und ich habe irgendwie gar keinen Bock auf dieses ganze Theater. Deswegen gehe ich nur noch selten einkaufen. Zum Glück, mein Mann macht das irgendwie nicht so viel aus. Der tapert da mit seiner FFP2-Maske durch den Laden und kauft ein. Aber für mich ist das irgendwie, ich kriege das, schon wenn ich die Leute sehe, dann, das macht mich irgendwie fertig. Naja, hier in Frankreich haben wir jetzt auch wieder Lockdown.
Aber es ist eigentlich okay, der Lockdown, ne? Also wir dürfen uns um unser Haus im 10 Kilometer Radius bewegen, ohne dass wir ein Papier ausfüllen müssen. Das ist schon mal Fortschritt zum letzten Lockdown, wo man immer mit Papier noch aus dem Haus durfte. Na, ich habe beim letzten Mal dann auch kein Papier mehr ausgefüllt, sondern einfach zu blöd. Als ob der Virus irgendwie einen Unterschied macht, ob man mit Papier aus dem Haus geht oder nicht. Naja, jedenfalls sind dadurch wieder die Schulen zu. Also die hatten ja die Schulen ziemlich lange auf. Also auch im zweiten Lockdown, wo Deutschland schon lange die Schulen zu hatte, hatten die hier die Schulen auf. Und jetzt haben sie aber die Schulen und Kindergärten und alles wieder zu. Und das soll dann mal gucken, wie lange sie das beibehalten. Also, verraten sie einmal nicht. Es kommt ja immer so spontan. Also der Lockdown wurde irgendwie auch 2 Tage vorher angekündigt und dann ist halt Lockdown. Also irgendwas mit Planungssicherheit. Nö, Hauptsache ein bisschen Terror machen, dass die Leute nicht planen können. Und wenn man über die Grenze geht, muss man jetzt auch irgendwie einen Test vorweisen. Aber es kontrolliert keiner. Also das Lustige war, da war bei meinem Mann ein Bundespolizist in der Praxis und wollte sich testen lassen. Und dann hat mein Mann gefragt, ja, wer kontrolliert denn das an der Grenze? Macht ihr das nicht? Nö, weiß ich auch nicht, nö. Also, ich weiß auch nicht. Das ist also von Bundesland zu Bundesland auch ganz unterschiedlich. Also, wenn wir nach Rheinland-Pfalz rüberfahren, kontrolliert keiner. Nach Baden-Württemberg, da wird man vielleicht kontrolliert, wenn man Pech hat. Also, das ist ganz komisch. Ja, genau. Ja, und was mich natürlich auch Zeit kostet, ist die Beschäftigung mit dem ganzen Thema. Weil ich bin ja schon gespannt, was alles so passiert und verfolge das auch mit. Und das kann einen schon ganz schön vereinnahmen. Und naja, manchmal habe ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr davor, als gut ist. Vor den ganzen Telegram-Kanälen mit den ganzen Nachrichten. Ja, und ich wüsste gerne, was kommt, ne? Um ein bisschen planen zu können. Aber das finde ich derzeit halt echt schwer zu sagen, ne? Also ich hatte ja letztes Jahr eigentlich schon erwartet, dass so ziemlich bald dann so der Wirtschaftskollaps kommt und so. Ich habe eigentlich gehofft, dass das so mal schnell jetzt über die Bühne geht, das Ganze, und dann ist es vorbei, dann ist das alte System tot und dann bauen wir was Neues auf. Ne? Aber so diese Schwebe, in der wir gerade sind, so dieses Warten auf den Crash, und es ist wie so der längste Cliffhanger, den ich je erlebt habe, und es hört irgendwie nicht auf. Das nervt. Und ja, mir fällt das dann auch öfters mal schwer, mich davon so abzukoppeln und mal 5 gerade sein lassen und mir egal, was kommt. Ich meine, sie können von mir aus viel machen. Also wenn sie jetzt Ungeimpfte nicht mehr ins Theater lassen und wegfliegen und sonst was, ich will eh nicht wegfliegen und ins Theater. Aber wo ich es dann unlustig fände, wäre, wenn dann man auch nicht mehr in den Laden kommt, Lebensmittelladen und so. Und mein Mann ist ja direkt an der Front quasi, wo sie immer impfen. Und da habe ich auch Schiss, dass er dann da überredet wird. Also bis jetzt hat er Nein gesagt. Ich bin ganz stolz auf ihn. Aber der Druck ist schon krass. Also alle sind völlig in so einem Wahn. Also bis auf so ein paar, die klar denken und sagen, nö, so experimenteller Impfstoff kommt mir nicht ins Haus. Aber die Leute checken es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob die alle nur vorm Fernseher hocken und Tagesschau und so gucken und das alles so glauben, dass der Staat eben das gut mit ihnen meint. Also ich krieg's echt nicht hin. Dass sie echt so verrückt sind nach einem Impfstoff, der so wenig und so kurz getestet wurde wie kein anderer Impfstoff. Normalerweise Impfstoffentwicklung dauert 5 bis 10 Jahre. Und dann hat man Langzeiterfahrungen und dann hat man auch die seltenen Nebenwirkungen ein bisschen erfasst. Aber das ist ja alles nicht der Fall diesmal. Und dann ist es ja noch ein Impfstoff, nicht nach herkömmlichen Impfstoffen, wie die funktionieren, sondern da wird genetisches Material in die Zelle geschleust. Und dann wird der Körper dazu gebracht, Teile des Virus zu produzieren, und dann soll der Körper darauf Antikörper entwickeln. Aber das ist ja alles eine neue Technologie, und das in so kurzer Zeit aus dem Boden gestampft. Und wer da nicht misstrauisch wird, dass da irgendwas nicht hinhaut, ich meine, Kontergan-Skandal, ne, wir hatten sowas schon. Aber nee, die Leute sind ganz verrückt nach diesem Impfstoff. Also selbst, und dann wird es sich auch so schön geredet, ne? Die Nebenwirkung bei AstraZeneca, ja, das zeigt, dass dein Immunsystem reagiert hat, das ist doch gut. Und wenn du das Virus gekriegt hättest, hättest du doch viel schlimmer reagiert. Gunk. Also, ich krieg's echt, es ist wie so eine Massenhypnose oder so. Da komme ich nicht mit.
Das ist, ja, da weiß man nicht, was man sagen soll. Ja, meine Befürchtung ist ja, dass es dann noch richtig nach hinten losgeht. Also, wenn man Studien dazu anguckt, gibt ja ein paar Studien. Man hat ja mit den Coronaviren schon eine Weile rumgeforscht und Impfstoffe versucht zu entwickeln. Hat aber nicht geklappt, weil haben zwar eine schöne Impfung erfunden, hat schöne Antikörper gegeben, aber dann die Challenge mit dem Wildvirus fatal, weil es da wie heißt das, infektionsverstärkende Antikörper sich gebildet haben. Und dann ist der Geimpfte, in dem Fall gab es hier Studien, schlimmer erkrankt und gestorben im Vergleich zu welchen, die nicht geimpft waren. Und deswegen hat man nie Corona-Impfstoffe auf den Markt gebracht. Ja, aber jetzt spielt das alles keine Rolle mehr. Jetzt hat man einfach die Tierstudien übersprungen und testet es einfach gleich am Menschen. Ja, sehr schlau. Also kann man damit rechnen, dass dieser Zytokinsturm oder dass diese Überreaktion des Immunsystems spätestens im Herbst, wenn dann wieder Coronaviren unterwegs sind, dass die Leute dann massenhaft schwer erkranken bis sterben, die geimpft sind. Und was macht man dann? Dann ist die Mutation schuld. Und dann hat man erst recht einen Grund, alles abzuriegeln, alle nochmal zu impfen. Also wer da nicht vielleicht so denkt, naja, also so richtig gut meinst die nicht mit uns. Dem ist nicht zu helfen. Also da habe ich auch keine Ahnung. Ja, genau, das sind so meine Gedanken. Und dann ist natürlich immer die Frage, ja, wie ist es dann mit Zwangsimpfungen und so und dass man dann nur noch in den Supermarkt kommt, wenn man geimpft ist und sowas. Ist die Frage, sollte man aus Europa abhauen besser? Aber wohin sollte man abhauen, ne? Tansania haben sie den Präsidenten ja auch verschwinden lassen. Ja, also ich denke nicht, dass ich abhauen sollte, obwohl mir schon manchmal der Popo auf Grundeis geht, wenn ich so dran denke, was da alles kommen könnte. Aber ich denke, dass wir hier bleiben sollten und die Stellung halten und stark sein. Und stark sein wird es brauchen, denke ich. Ich bin froh, dass meine Familie also vor allem die Kinder, geschützt sind hier. Dass wir uns nicht mit irgendwelchen Schulen rumschlagen müssen. Und Maskenpflicht und Testpflicht und was jetzt da alles ist. Also das wird echt immer krasser. Und dann gibt es immer noch einen Haufen Leute, die das gut finden. Also, ja, ich finde, das sind schon krasse Zeiten. Aber ich finde es auch gut, dass was passiert. Also ich sehe dieses bösartige System ja schon länger. Und ich habe mir schon länger gewünscht, dass das mal Tabula Rasa passiert. Und jetzt sind die Chancen ganz gut, dass mal Tabula Rasa passiert. Weil ich glaube, das sind das letzte Aufbäumen vor dem Ende. Ich denke nicht, dass dieses System sich lange halten wird noch. Also vielleicht noch ein paar Jahre, keine Ahnung. Oder vielleicht ist es auch schon bald Schluss. Ich hoffe ja, dass bald Schluss ist. Ne? Aber ja, geht ja doch schon länger, als ich dachte. Aber ich hoffe, dass dann mal was Neues kommt. Und dafür ist echt Zeit, weil das ist so krank alles. Da ist nichts mehr zu reparieren. Das ist einfach nur zum Tode verurteilt. Und wird auch sterben, denke ich. Es ist nur die Frage, wie viele Leute da mitgerissen werden. Ne? So wie bei der Titanic, wo die untergegangen ist. Da in dem Sog, da wurden ja auch einige mitgerissen. Ne? Das ist schon unlustig. Aber ja, wir müssen stark sein. Und Gott vertrauen. Und vielleicht bringt uns ja das Ganze zurück zu dem, was wirklich wichtig ist. Das wünsche ich mir. Ja, seid stark. Lasst euch nicht verkackeiern. Und mein nächstes Video wird dann aber wirklich der Wäschetalk zum Stillen. Versprochen. Bis dann. Tschüss.